sitzen wir hier wie bestellt und nicht abgeholt. Aber 10 Minuten übliche Verspätung ist kein Problem hier in Belize. Wir fahren heute nach Placencia, um dort aufs Boot zu gehen von Joanne und Alan. Und dann verbringen wir hoffentlich 2 schöne Tage im Karibischen Meer. Erste Hürde auf dem Weg ans Meer, Auto verreckt und glücklicherweise sind jetzt 2 Batterien verbaut, was der große Motor auf dem Markt ist und man kann sich irgendwie selber überbrücken. Check gauges and the red light is staying on. What did it say if it needed in the book there if it was staying on? If the light does not come on during starting, have the system checked by any authorized dealer. Yes, we're running. Oh no, it's all behind us. So that's what I'm just wondering is that do we take the chance and keep going forward, or do we turn around and head back and tomorrow run it into a garage and whatever you feels is right. I don't have an idea what is right now. Well, we're gonna keep going until I see that light flashing. All right. Yep. There we go. All right. It's a good teamwork. Hold them apart. Mm-hmm. Don't let red and black touch. Mm-hmm. Red goes to red. Black goes to black. You can do the same over there. Red to red. Yep. Red first? Yep. 8? I think so. Uh-oh. Even with the battery. Second battery is dead. Yeah. Scheiße, ey. Glücksis! Scheiße. Really fucked. Der Motor. Oh. That sounds and looks. Alright. Also der Motor hat gerade wieder nachgegeben und wir wollten auf dem Highway drehen, um zurückzufahren. Und jetzt stehen wir im Graben. Und der Motor ist ausgegangen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich abgeschleppt werden. That is enough? Yeah, that's enough. I want it to connect. That's it. So let's give it a little bit of juice, and then before you start, hold on. Don't let it get juice up on first. Yes! Way too easy. Thank you. Have a nice day. Thank you. Fingers crossed! Er ist endlich da, um uns abzuschleppen. Der Motor wiegt 3 Tonnen und die Stangen, die ihr hier seht, waren vorher gerade. Ich glaube nicht, dass sie weiter mitkommen, aber er mit seinen Spezialarbeitsschuhen denkt, dass er weit kommt. Mal gucken. Der Motor wiegt 3 Tonnen.
Aber sie haben es geschafft. Also, alle Sachen raus und in den Mietwagen. Ellen kommt zur Rettung. I'm Going, right? I'm needing some food. Yeah, shall we go up in a restaurant? Hier gehen wir jetzt zum Mittagessen und diskutieren, was wir machen. Vielleicht fahren wir morgen aufs Boot, vielleicht heute noch, vielleicht nächste Woche, man weiß es nicht. So here's Yam Whip. It looks unreal. Yeah, they do rent in there also, but you're kind of in the middle of freaking nowhere. Good afternoon. Where would you like? Whatever you want. Wir sind jetzt im nächsten Wagen auf dem Weg zum Boot. Wir haben es geschafft, Freunde. You gotta wait till we get the tarps off. Okay. Wir haben es geschafft, wir sind in Plasencia. Und Timo fügt sich mit seinem Hemd ein in sein Umgebungsbild, als hätte er hier schon immer gewohnt. Gibt dem Mann noch eine Bottle voll Rum in seine Hand. Und sein Leben ist completed. Wir haben uns gerade gefragt, was das da hinten ist, vor allem weil da was zurückleuchtet. Ich hoffe, das sieht man auf der GoPro. Und wir fragen jetzt mal Joanne, was sie sagt, was das ist. Joanne? Can you see, you know, the three islands over there and the one on the very left? What is that? Is that an island or is that a rock? Because there's something shiny. There's the three islands are Colson Key, Big Bugle, and Little Bugle. And Okay. Big Bugle has a lighthouse on it. Are we going? Yeah. This is Moho. And
I've got my front of my boat is not, because what this does is it shows you your waypoint, so it shows you where Moho is in relation to where you are, but it does not show you Lark Key sitting right in between you and it. Yeah. Right? So you have to use this, okay, I'm going here, but I still have to get around Lark Key. Yeah. So I can't, if I was to turn my nose so that I started to, it takes, there's a time lapse because it's on a satellite, right? So we'll start to drift over to that line. Right? You can see us drifting over, but now look dead ahead. There's an island right in front of us. Yeah, yeah. Right? It's the deck reading. 10. Yeah, we're good at 10. So we're back on course. Okay, hier am Horizont kann man es schon schwach erkennen, aber wir sind nicht mehr weit weg von der Insel. Das sieht auf der Kamera natürlich viel weiter aus, als es ist, aber die Chiara ist das Boot am Steuern. Und dann wird geschnorchelt. So, wir haben hier geankert. Yeah, I'm here. How much farther out is our anchor? Also ich den Anker noch 1 Meter weiter raus, damit wir ein bisschen näher an die Insel kommen. Okay. Jetzt zieht da das Boot ran. Lass hier die Kette raus. Da fliegen die Pelikane an und vorbei. Das ist ein Wahnsinn hier. Hello. 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 Intelligent. Nice. Das ist das Schiff, mit dem wir hingekommen sind. Guck mal, wie schön diese Insel ist. Timo hat gerade einen Schatz vergraben. Mit einem Kreuz markiert. Zeig mal wo, ich versuche mal den Schatz zu finden. Weil wir haben nämlich gerade hier bezahlt, wir müssen nämlich $40 bezahlen, um hier übernachten zu dürfen. Und wir haben gerade Wechselgeld bekommen und das hat Timo gerade vergraben. Und hier soll irgendwo ein Kreuz sein. Oh, da! Also, wer $20 haben möchte, bis heute Abend habt ihr Zeit.
versucht sich im Messerwerfen auf eine Palme. Nein. Aber ich glaube, das Yo ho, Pirat. Oh, Timo, dein Schatz! mein Schatz. Komm, wir gehen auf Schatzsuche! Mit dem Säbel in der Hand. Und dem Rum-Cola. Scheiße, den Schatz vergessen. Wir haben Piraten aber eine Markierung gemacht. Und den Schatz markiert. Welcher Pirat vergisst denn seinen Schatz? Ich hab den nicht vergessen. Ich hab den Shop Du hast den übelst um den vergessen. jetzt sicher abzuholen. Hätte ich dich nicht daran erinnert? Hätte mich jetzt einer ausgeraubt, hätte ich auf jeden Fall meinen Schatz versteckt gehabt. Richtiges Piratenleben. Zu viel rum im Kopf und direkt seinen Schatz vergessen. Ich hab meinen Schatz nicht Du vergessen. hast deinen Schatz vergessen. Ich hab drauf aufgepasst. Das üben wir noch mal. Ich hab drauf aufgepasst. Wenn ich zuerst da bin, bin ich dein Schatz. Unser Geld. Wir müssen uns unauffällig verhalten, hier sind noch Leute. Nicht, dass die denken, wir haben einen Schatz verbuddelt. Die Palme. Und wir können den Schatz immer näher. Da ist das Kreuz. Du hast meinen Schatz gefunden. Jetzt muss ich mit dir kämpfen. Arr. Ich hol mein Säbel raus. Arr. Dein Glück, Landratte. Ah. Kein Scheiß, wir sind hier irgendwo mitten im Belizeanischen Meer, kurz vor dem Golf von Honduras. Krass. Eine Schlange oder ein Leguan, das ist ein Leguan. Geil. Nichtsdestotrotz sind wir hier heute alleine auf einer Privatinsel, die 9 Millionen kostet. Aber ihr könntet sie jetzt kaufen, wenn ihr wollt. Ja. Das hier waren alles mal Korallen. Kunterbunt und nicht grau oder weiß. Die hier im Meer waren und jetzt werden sie hier tot angespült. Und die sind einfach einmal rundherum auf dieser ganzen Insel. Und wir haben es heute beim Schnorcheln gesehen. Wir haben vielleicht noch eine Koralle gesehen, die so lila war und der Rest war schon ziemlich vertrocknet. Man muss sich einfach vorstellen, dass das alles bunte Korallen waren und dass das hier das zweitgrößte Riff der Welt ist. Und wir waren heute tauchen und haben gesehen, wie kaputt dieses Riff ist. Und das Riff in Australien, das Great Barrier Reef, ist eines der größten oder das größte der Welt. Und das ist das zweitgrößte hier in Belize, das Barrier Reef, was quasi die innere Küste von dem offenen Meer trennt. Und es ist alles kaputt. Die ganzen Korallen waren sonst zwischen Gelb und Rot und Lila und verschiedene Farben und hier ringsrum. Und wenn das schon alles so kaputt ist und das weltberühmte Great Barrier Reef in Australien das Schönste ist und das hier das zweitschönste ist und wir sehen, wie das kaputt ist, dann sieht der Rest der Welt echt scheiße aus. Und das ist die globale Erwärmung. Das macht das alles hier kaputt. Und vielleicht in 10 bis 20 Jahren gibt es diese Insel einfach nicht mehr, weil das Wasser so schnell steigt, dass hier alles unter Wasser steht und von 1000 Inseln vielleicht noch 300 gerade mal überleben, wenn es hochkommt. Das ist krass. Vor allem, wir sind jetzt hier einmal auf die Rückseite von der Insel gegangen. Hier kommt ja eigentlich keiner hin. Das sieht ja hier keiner. Alles, was man sieht, ist vorne der schöne Sand, die schönen Palmen, das schöne Wasser. Und hier sieht man Plastik, Scheiße, Sportschuhe, Ey, ich habe eben eine Zahnbürste gesehen. Rumflaschen. Und man geht halt hier eigentlich auf Korallenleichen. Und darauf ist die Insel aufgebaut. Snap hier. Sportschuhe. Oh, immer. Das ist echt ekelhaft. Und es ist einfach nur traurig. Naja, kurzer Realitätscheck.